Im dritten und vierten Video ging es darum, herauszufinden, was Sie wollen. Jetzt geht es darum, dass Sie das auch tatsächlich bekommen. Handlungsoptionen stellen die Basis für Entscheidungen dar. Entscheidungen sind ohne Informationen über Ziele, Unsicherheit oder Zielgewichte möglich, aber nicht ohne Handlungsoptionen. Und so trivial es auch erscheinen mag, es kann niemals eine Handlungsoption gewählt werden, die besser ist als die zur Wahl stehenden Handlungsoptionen. Daher kann es sich als sehr effektiv erweisen für Ihre Entscheidung, mehr Aufwand in die Identifikation attraktiver Handlungsoptionen zu investieren. Ein kleiner Brain-Teaser zu Beginn. Verbinden Sie die 9 Punkte mit so wenig geraden Linien wie möglich. Wie viele Linien benötigen Sie minimal? Immer wenn dieses kleine Stoppmännchen hier eingeblendet ist, können Sie das Video kurz stoppen und mal selbst nachdenken, bevor ich mögliche Antworten diskutiere. Vier. Das geht noch besser. Überlegen Sie mal. 3. Überlegen Sie noch einmal. Eine. Die Reaktion auf dieses Beispiel fällt häufig zweigeteilt aus. Einige sagen, na klar, stimmt, das macht Sinn. Schade, dass ich nicht selbst drauf gekommen bin. Aber es gibt auch einige andere, die beschweren sich dann und sagen, ja, Sie haben doch gar nicht gesagt, dass die Dicke der Linien variiert werden kann. Stimmt. Streng genommen habe ich Ihnen auch nicht gesagt, dass Sie die Dicke der Linien nicht variieren können. Ich habe eigentlich gar nichts zu der Dicke der Linien gesagt. Wenn Sie jetzt mal an die Praxis denken, im Leben gibt es ja auch nur selten jemanden, der Sie darauf hinweist, dass Sie eine attraktive Handlungsoption übersehen. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie durch simple Methoden in der Zukunft systematisch solche besseren Handlungsoptionen finden können. Oder in anderen Worten, we empower you to be your own decision architect. Lassen Sie uns mit einem Beispiel anfangen. Nehmen Sie an, Sie werden Ihr Studium oder Ihre Ausbildung bald erfolgreich abschließen. Derzeit machen Sie bereits seit 2 Monaten ein Praktikum in Ihrem Traumunternehmen. Das, was Sie schon immer einmal wollten. 2 weitere Monate haben Sie noch vor sich. Ihr Ziel ist eine Festanstellung in diesem Unternehmen nach Ihrem Abschluss, so in gut einem halben Jahr, wenn Sie durch sind. Was ist jetzt das Effektivste, was Sie machen können, um dieses Ziel zu erreichen? Überlegen Sie mal, das Stoppmännchen ist da. Diese Frage habe ich vielen Menschen gestellt. Auf diese Frage antworten interessanterweise berufsunerfahrene junge Studierende ganz anders als Berufstätige. Junge Studierende beispielsweise antworten zumeist, ja, sie wollen in einer solchen Situation positiv auffallen, sie wollen länger und härter arbeiten, nach dem Motto, als Erste kommen, als Letzte gehen, ihre Arbeit besonders gut machen, sie wollen besonders freundlich sein oder sie wollen Verantwortung übernehmen oder ganz einfach sich unersetzlich machen und vieles mehr. Klar, solche Sachen gehören dazu. Aber was ist das Effektivste? Überlegen Sie noch einmal. Fällt Ihnen etwas anderes ein? Berufstätige sagen häufig, ohne lange darüber nachzudenken, dass sie ihren Vorgesetzten ihr Interesse mitteilen. Nach dem Motto, Frau Müller, wie Sie wissen, bin ich seit 2 Monaten Praktikantin in Ihrer Abteilung. Zumindest hoffen Sie, dass Frau Müller das weiß. Und wenn nicht, haben Sie sich jetzt gerade eben daran erinnert. Weiter im Text. Ich habe noch so 2 Monate Praktikum vor mir. Es ist mein Traum, für Ihr Unternehmen später Vollzeit zu arbeiten. Wäre es vielleicht möglich, dass wir mal am Ende meines Praktikums mögliche Perspektiven dafür diskutieren, dass ich bei Ihnen anfange? Das klingt zu einfach. Wie ändert sich dadurch aber die Gesamtsituation? Ab diesem Zeitpunkt arbeiten Sie faktisch auf Proben. Ihre Chefin wird Ihre Leistung ganz anders wahrnehmen als vorher. Sie erscheinen spätestens jetzt klar auf dem Radar. Klar, natürlich müssen Sie jetzt gut sein, um später einen Job zu bekommen. Und natürlich auch ein bisschen Glück haben. Aber allein durch die offene Kommunikation mit Ihrer Chefin haben Sie die Chance erhöht, den Job am Ende tatsächlich bekommen. Warum? Ganz einfach, weil Ihre Chefin weiß, dass es mit Ihnen einen geeigneten Kandidaten oder Kandidatin gibt, den sie in der Hinterhand hätte, wenn es darum geht, eine neue Stelle zu besetzen.
Was sind denn eigentlich Handlungsoptionen? Handlungsoptionen beschreiben zwei unterschiedliche Wege in einer Entscheidungssituation. Handlungsoptionen schließen sich gegenseitig aus. Also mit anderen Worten, Sie können nur eine, aber niemals zwei oder mehrere gleichzeitig auswählen. Also das klassische Konzept der Ehe. Im Englischen sprechen wir manchmal von Alternatives. Früher haben wir auch im Deutschen von Alternativen gesprochen. Allerdings hat das oft zu Missverständnissen geführt. Daher sprechen wir jetzt von Optionen oder Handlungsoptionen, die Ihnen offen stehen. Und wichtig, es ist niemals etwas alternativlos. Der Ausdruck alternativlos ist zu Recht das Unwort des Jahres 2010 in Deutschland. Es gibt immer die Option, nichts zu tun, anstelle etwas zu tun. Damit gibt es immer mindestens zwei Handlungsoptionen. An dieser Stelle erfolgt wieder die Einladung zum Mitmachen. Nehmen Sie die Entscheidungssituation, für die Sie im 3. und 4. Video Ihre Ziele identifiziert haben, also Ihre Karriereentscheidung. Schreiben Sie stichwortartig alle Handlungsoptionen, die Ihnen in den Sinn kommen, auf. Dafür können Sie jetzt wieder gerne das Video so 5 bis 10 Minuten stoppen. Diese Abbildung hier, die kennen Sie schon in ähnlicher Form. Jetzt geht es aber um Handlungsoptionen und nicht um Ziele, wie im 3. Video. Das Experiment habe ich zusammen mit Ralf Kini an der Universität Bayreuth in Deutschland durchgeführt. Sie haben gerade den ersten Schritt dabei gemacht in diesem Experiment. Wir haben Wirtschaftsstudierende befragt. Die Entscheidungssituation war ganz einfach. Welche Handlungsoptionen können dazu beitragen, dass Sie Ihre Ziele während Ihres Praktikums erreichen? Beispielsweise eine Vollzeitstelle zu bekommen. Die Probandinnen hatten entweder gerade ein Praktikum absolviert oder planten eines in naher Zukunft. Sie haben sich also sehr intensiv mit der Entscheidungssituation beschäftigt und wurden nicht einfach aus dem Stegreif befragt. Im 2. Schritt haben die Probanden eine Masterliste mit Handlungsoptionen präsentiert bekommen. Auf dieser Masterliste haben die Probanden alle Handlungsoptionen angekreuzt, die sie als relevant für sich selber erachten. Hier sehen Sie eine solche mögliche Liste von Handlungsoptionen von Praktikantinnen und Praktikanten, die vielleicht nicht nur kopieren und Kaffee kochen wollen. Schauen Sie es mal an. Was können Sie anstelle dessen machen? Möglichkeiten nutzen, sich zu präsentieren, sich in Teams einbringen, aktiv nach Herausforderungen suchen, also nicht passiv bleiben, mit Kolleginnen und Kollegen an Freizeitaktivitäten des Unternehmens teilnehmen, versuchen an Besprechungen, Verhandlungen und Konferenzen teilzunehmen. All das ist was anderes als Kaffee kochen. Sie sehen, es handelt sich ja eher um Kategorien von Handlungsoptionen als Handlungsoptionen selber. Sie müssten das noch konkretisieren, zum Beispiel, wie und wo Sie genau sich präsentieren wollen oder in welchen Teams Sie sich in welcher Form einbringen wollen. Viele stellen fest, dass sie beruflich nicht so wirklich vorankommen oder die Arbeit nur Spaß machen könnte. Konkret unternommen wird aber nichts. Es wird nur gemeckert darüber. Das sind Lost Opportunities. Wie können Sie beruflich vorankommen? Egal ob Praktikantin, Arbeitnehmer oder als Unternehmerin. Drucken Sie sich diese Liste aus und hängen sie an Ihren Kühlschrank. Nehmen Sie sich vor, jede Woche eine Handlungsoption zu verfolgen. Sie werden schnell merken, dass Sie so proaktiv Ihr Arbeitsleben viel aktiver gestalten und Sie Ihre Ziele weit besser erreichen können. In diesem 2. Schritt können Sie jetzt leider nicht mitmachen, denn sehr wahrscheinlich passt die Masterliste an Handlungsoptionen nicht auf Ihr spezifisches Entscheidungsproblem. Ralf und ich arbeiten allerdings daran, so eine Art von Masterlisten für ganz viele Entscheidungssituationen Ihnen zur Verfügung stellen. Schauen Sie ganz einfach bei Gelegenheit mal auf unsere Websites oder irgendwelche Veröffentlichungen. Warum sich dieser Blick auf eine Masterliste an Handlungsoptionen lohnen kann, zeigen gleich die Ergebnisse. Erst zum 3. Schritt. Im 3. Schritt mussten die Probandinnen und Probanden die Handlungsoptionen, die sie im 1. Schritt aufgeschrieben haben, mit denen Handlungsoptionen auf der Masterliste matchen oder sie zuweisen. Sie sehen hier, dass beispielsweise Handlungsoption A der 6. Handlungsoption auf der Masterliste zugewiesen wird. Wir können nun unterscheiden. Also diese Vorgehensweise erlaubt nun die im 1. Schritt selbst generierten Handlungsoptionen, in grün dargestellt, mit den im 2. Schritt zusätzlich als relevant erkannten Handlungsoptionen, in rot dargestellt, zu unterscheiden. Im 4. Schritt haben die Probanden die Handlungsoptionen in Reihenfolge gebracht.
die Zahl, eins zu viel, die Zahl 1, die Sie hier links sehen, in dem kleinen grünen Kreis, die bedeutet, dass diese Handlungsoption aus Sicht des Probanden oder der Probanden am besten ist, eine individuelle Sicht. Wie viele Handlungsoptionen haben Sie gerade für Ihre Entscheidungssituation gefunden? Die meisten liegen so zwischen 3 und 7 und das ist auch okay so. Im ersten Schritt haben die Probanden im Experiment durchschnittlich 6 Handlungsoptionen eigenständig, also ohne Hilfestellung, identifiziert. Mit dieser Hilfestellung einer Masterliste an Handlungsoptionen haben die Probanden weitere 11 zusätzliche Handlungsoptionen identifiziert. Die Probanden konnten also gerade knapp 40% ihrer Handlungsoptionen ohne Hilfestellung identifizieren. Da stellt sich wieder die Frage nach der Qualität der Handlungsoption. Und jetzt kommt auch diese Folie. Betrachten Sie mal diese Abbildung. Auf der Y-Achse ist der Anteil der Probanden abgetragen und auf der X-Achse, das sehen Sie hier, die Menge der Handlungsoptionen. Die 1 hier bedeutet, dass 44% der Probanden die beste Handlungsoption selbst generiert haben, in grün dargestellt. Und, das Traurige, 56% die beste Handlungsoption leider nicht selbst generiert haben. Das heißt, sie haben sie nur angekreuzt im zweiten Schritt. Eine 1 bis 2 auf der X-Achse steht für die besten beiden Handlungsoptionen und 1 bis 5 für die besten 5 Handlungsoptionen. Schauen wir uns das mal an. Es haben nur 10% die besten 3 Handlungsoptionen identifiziert. 23% konnten aber keine ihrer besten 3 Handlungsoptionen ohne Hilfestellung identifizieren. Nur 1% konnten die besten 5 Handlungsoptionen selber generieren. Das sind in gewisser Weise die Superstars der Handlungsoptionsentwicklung. Das sind aber auch nur 1%. Das absolute Gegenteil von diesen sind die 10%, die keine einzige ihrer besten 5 Handlungsoptionen selbst identifizieren könnten. Mit anderen Worten, 10% der Probanden hätten bestenfalls in einer realen Situation die 6 beste Handlungsoptionen auswählen können, da sie schlicht nicht auf die besseren gekommen sind. Das klingt nicht nach einem erfüllten Leben. Sie erinnern sich an das kleine Männchen mit der kleinen schicken roten Jacke zu Beginn des ersten Videos. Da habe ich Sie gefragt, ob Sie ein erfülltes Leben führen möchten. Wer nicht dazu in der Lage ist, attraktive Handlungsoptionen zu entwickeln, wird vermutlich nur sehr eingeschränkt ein erfülltes Leben führen können. Diese erschreckenden Ergebnisse haben uns dazu motiviert, zu erforschen, wie Sie mehr und bessere Handlungsoptionen finden können. Dafür haben wir eine Serie von 4 Experimenten durchgeführt. Bevor wir gleich zu den Ergebnissen kommen, möchte ich Ihnen gerne einen ganz häufig genutzten Leitsatz zur Entwicklung von Handlungsoptionen mit Ihnen kritisch diskutieren. Thinking outside the box. Das kennen Sie, oder? Bei dem Beispiel zu Beginn, bei dem Sie diese 9 Punkte mit möglichst wenigen Linien verbinden sollten, kommen viele nur auf ein Minimum von 3 oder 4 Linien. Die sprichwörtliche Box, in der wir nach Handlungsoptionen suchen, ist da viel zu klein. Outside the box wäre die dicke Linie gewesen. So weit, so gut. Aber was heißt denn jetzt outside the box genau? Außerhalb jeder Box? Was wäre denn ein möglicher Job für Sie, der wirklich außerhalb jeder Box läge? Sie könnten ein Krankenhaus für Marsianer leiten. Damit meine ich natürlich auf dem Mars. Eines auf der Erde gibt es wahrscheinlich schon in den USA. Hilft Ihnen eine solche Idee? Sicherlich nicht. Eine solche Handlungsoption ist irrelevant für Ihre Entscheidung. Wir suchen in gewisser Weise die goldene Mitte. Passenderweise hilft uns Goldlöckchen dabei. Vielleicht kennen Sie dieses Märchen, sonst schauen Sie es mal an. Der erste Brei ist dir zu warm, der zweite zu kalt und der dritte genau richtig. Was bestimmt jetzt die Größe der Box, in der Sie nach Handlungsoptionen suchen sollten? Die Antwort ist ganz einfach. Ihre Fundamentalziele. Wenn eine Handlungsoption nicht zur Erreichung mindestens eines Ziels beiträgt, dann liegt sie außerhalb Ihrer Box. Ralf Kien und ich haben 4 weitere Experimente durchgeführt. In einem Experiment konnten die Probanden beispielsweise im ersten Schritt ihre Ziele aufschreiben und wurden danach gebeten, Handlungsoptionen zu identifizieren. In einem weiteren Experiment haben wir
Probanden Ziele vorgegeben, mit der Bitte, Handlungsoptionen zu entwickeln. Die Kontrollgruppe hat diesen Stimulus nicht bekommen. Insgesamt konnten wir wirklich umfassend zeigen, dass Ziele als Stimulus zu mehr und besseren Handlungsoptionen führen. Besonders effektiv ist es, zunächst Handlungsoptionen im Hinblick auf ein Ziel und dann auf 2 Ziele und abschließend auf möglichst viele Ziele zu entwickeln. Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass Sie die gesamte Box systematisch absuchen und schrittweise besonders gute Handlungsoptionen finden. Damals, als mein Auto kaputt war, wie ich es Ihnen im zweiten Video geschildert habe, habe ich nur die Alternative oder die Handlungsoption Auto kaufen betrachtet. Wäre ich meines Ziels Umweltverbrauch minimieren bewusst gewesen, dann hätte ich sicherlich die Handlungsoption öffentlicher Nahverkehr plus Mietwagen oder Carsharing ohne weiteres erkannt. Da ich diese Handlungsoption jedoch nicht identifiziert habe, konnte ich sie natürlich auch nicht auswählen. Was man nicht kennt, kann man nicht wählen. Und ich habe letztlich das Auto gekauft, wo das sicherlich nicht die bestmögliche alternative Handlungsoption war. Sie sehen, die Ziele, die Handlungsoption und das Entscheidungsstatement hängen alle voneinander ab. Wenn Sie bereits Handlungsoptionen identifiziert haben, können Sie zusätzlich zu der Neuerfindung auch Handlungsoptionen durch systematische Verbesserung identifizieren. Eine Variante besteht darin, zu fragen, bei welchem Ziel die Verbesserung einer Handlungsoption möglicherweise sehr leicht zu realisieren ist. Eine weitere Variante liegt einfach darin, dass Sie sich auf das Ziel fokussieren, welches bei der Verbesserung den höchstmöglichen Nutzenzuwachs für Sie bedeuten würde. Dies ist meist etwas schwieriger und es ist natürlich in beiden Fällen nicht sichergestellt, dass Sie tatsächlich bessere Handlungsoptionen finden. Ein Beispiel für die Verbesserung einer Handlungsoption haben Sie bereits zu Beginn des ersten Videos kennengelernt. Ja, ich spreche von dem Headhunter-Beispiel. Ein Headhunter ruft an und bietet Ihnen einen attraktiv klingenden Job an. Fast alle Menschen sind so konditioniert, dass sie sich zwischen dem alten und dem neuen Job entscheiden. Überlegen Sie, was verbessert werden könnte. Oder jetzt, ein bisschen genauer, sind wir vorangekommen, für welches Ziel Sie einen höheren Zielerreichungsgrad anstreben. In dem Beispiel ganz einfach. Die zeitliche Flexibilität maximieren. Sie führen ja eine Long-Distance-Beziehung. Wie können Sie die zeitliche Flexibilität erhöhen? Zum Beispiel durch die Möglichkeit, teilweise im Homeoffice arbeiten zu dürfen. Im ersten Video ist diese Handlungsoption gewissermaßen vom Himmel gefallen, in der Hoffnung, dass Sie denken, na klar, das macht Sinn, warum bin ich denn nicht drauf gekommen? Jetzt kennen Sie ganz einfache Methoden, wie Sie systematisch in Ihren Entscheidungssituationen bessere Entscheidungssituationen identifizieren können. Kommen wir zu dem fortlaufenden Beispiel von Peter. Peter hat mit relativ wenig Aufwand die offensichtlichen Handlungsoptionen, genau genommen die an ihn herangetragen wurden, identifiziert. Eine halbe Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter mit Möglichkeit zur Promotion oder eine Stelle in einem mittelständischen Unternehmen und eine Stelle bei einer großen Unternehmensberatung. Die Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter hat einen gewichtigen Nachteil, und zwar die vergleichsweise schlechte Bezahlung in Form einer 50%-Stelle. Das ist leider so. Das Ziel, Einkommen maximieren, soll also verbessert werden. Peter könnte beispielsweise versuchen, mit dem Professor oder der Professorin gemeinsam nach Wegen zu suchen, zum Beispiel durch die Einwerbung von Drittmitteln, in den nächsten Jahren zusätzliche Mittel an den Lehrstuhl zu bekommen und dadurch seine Stelle abzugraden. Oder vielleicht gibt es eine universitätsnahe Unternehmensberatung, die gerne Doktoranden einbezieht und Teilprojekte vergibt. Selbst wenn es derzeit noch keine Möglichkeiten gibt in dem Beispiel, versuchen die Professorin und Peter, dass es versucht werden soll, die Stelle aufzustocken. Die neue Handlungsoption lautet daher, wissenschaftlicher Mitarbeiter mit Versuch einer Aufstockung auf 100%. Die Stelle beim mittelständischen Unternehmen schneidet bei 2 Zielen besonders schlecht ab. Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung maximieren und zweitens Freude an der Arbeit maximieren. Es handelt sich einerseits um eine Stelle, deren Anforderungen Peter locker erfüllt, aber ihm dabei die nötigen Tätigkeiten keinen besonders Spaß machen. Andererseits sind die Aufstiegschancen in einem solchen Unternehmen begrenzter, weil man in so einer Fachabteilung anfängt. Der Nachwuchs für das mittlere und obere Management
wird dort häufig in Trainee-Programmen systematisch auf die höheren Managementaufgaben vorbereitet. Peter könnte also auch versuchen, in diesem Unternehmen als Trainee anzufangen und nicht als, in Anführungszeichen, einfacher Sachbearbeiter. Die Stelle in der Unternehmensberatung der Großen hat insbesondere einen Nachteil. Und zwar, Sie sehen das hier, die geringe Freizeit. Daher schaut Peter sich kleinere Unternehmensberatungen an, die vielleicht eine bessere Work-Life-Balance haben als diese große Beratung. Bei einer bleibt er hängen und nach einem sehr vielversprechenden Telefonat mit der dortigen Chefin hat er diese Handlungsoption ebenfalls in seine Liste aufgenommen. Weniger Geld, mehr Zeit und ein besseres Arbeitsklima. Jetzt noch ein Beispiel für eine gänzlich neue Handlungsoption. Nehmen wir das Ziel Einkommen maximieren. Das Angebot der großen Unternehmensberatung liegt bereits an der oberen Grenze dessen, was Peter als Angestellter verdienen könnte. Eine weitere Möglichkeit, viel oder gegebenenfalls mehr Geld zu verdienen, läge theoretisch darin, ein Startup zu gründen. Entsprechende Ideen hätte Peter, allerdings hat ihm bislang so die Courage gefehlt, dies auch tatsächlich umzusetzen und zu versuchen. Aber jetzt, nach dem Ende des Studiums, wäre es der perfekte Zeitpunkt. Also nimmt Peter die Option Startup als mögliche Handlungsoption in seine Liste mit auf. Mit diesem hier nur exemplarisch vorgestellten Prozedere wurden zusätzlich zu den 3 vorgegebenen Handlungsoptionen 4 weitere gefunden. Klar, das ist ein bisschen konstruiert jetzt, aber Sie werden sehen, es funktioniert. Probieren Sie es doch mal bei Ihrem Entscheidungsproblem. Versuchen Sie Ihre zuvor identifizierten Handlungsoptionen, vor ein paar Minuten, schrittweise zu verbessern und neue, bessere Handlungsoptionen zu finden. Kommen wir zu den Empfehlungen. So trivial es auch klingt, nur eine Handlungsoption, die Sie identifiziert haben, können Sie auch wählen. Viele Menschen kennen in einer Entscheidungssituation nicht alle ihre relevanten Handlungsoptionen. Die nicht erkannten Handlungsoptionen sind aber genauso gut oder teilweise sogar besser als die Handlungsoptionen, die Sie selbst erkannt haben und nutzen. Begnügen Sie sich bitte nicht darin, einfach nur sich mit den offensichtlichen Handlungsoptionen abzugeben. Nutzen Sie Ihre Ziele systematisch, um mehr und bessere Handlungsoptionen zu entwickeln. Wenn Sie einmal durch aktives Nachdenken eine zusätzliche, bessere Handlungsoption finden würden, wird sich Ihr Leben sehr wahrscheinlich verbessern und anders gestalten. Der Hebel ist wirklich immens. Das ist auch der Grund, warum Ralf Kiene und ich diese Videoserie produzieren. Selbst wenn nur jeder 20. von Ihnen in nur einer wichtigen Entscheidung einmal eine bessere Handlungsoption wählt, dann hätte sich der Aufwand mehr als gelohnt und wir bekommen dann ordentlich Karma-Punkte. Deutlich mehr Karma-Punkte, als wenn wir Organisationen beraten, die vielleicht dadurch Millionenbeträge ersparen. Nutzen Sie Ihre Chance. Sie haben es selbst in der Hand.